So, dann begrüße ich Sie alle herzlich zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben sich gut verpflegen und untereinander austauschen. Interessante Gespräche gehabt. Ich denke, wir werden im Anschluss dann auch noch mal ausführlich Zeit haben, um miteinander plaudern, um uns austauschen. Jetzt würde ich aber gerne den zweiten Teil vom heutigen Tag einleiten. Der ganze Nachmittag steht eigentlich so ein bisschen unter dem Fokus vom Architekturmanagement. Und das Ganze wird heute eröffnet vom Vortrag vom Tim Lehrig von der Emmi. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Er wird uns heute aufzeigen, eigentlich, wie Emmi Ado IT einsetzt als Daten- und Informationsplattform. Das heißt, er wird uns da auch ein bisschen in eine technischere Welt einführen. Aber ich will da nicht vorgreifen, sondern übergebe das Wort sehr gern direkt dem Tim. Vielen Dank. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Noch eine kleine Information, Jörg war eben auch auf dem Bild mit drauf als Vortragender. Der ist heute leider nicht physisch hier, virtuell ist er dabei, er hat sich eingewählt. Grüße auch an dich. Ich werde den Vortrag aber heute allein halten, weil er leider das terminlich mit Terminen vor Ort nicht geschafft hat. Aber wir haben den Vortrag zusammen erarbeitet und wie Tobias gesagt hat, es geht eigentlich darum, wie man Ado IT einsetzen kann als zentrale Informations- und Datenplattform. Und um ein bisschen erstmal Einführung zu geben, Emmi sollte eigentlich den meisten was sagen. Wenn nicht, so sehen unsere Produkte groß aus. Unser Produktportfolio, Käse, Milchproduzent, der größte der Schweiz. Wir sind aber auch weltweit aktiv. Von der Größenordnung her ungefähr 3,7 Milliarden Schweizer Franken Umsatz machen wir. Die Zahlen jetzt hier sind weltweit. Man kann aber sagen, ungefähr 50% von den ganzen Sachen passieren in der Schweiz, 50% im Ausland. Bei den Mitarbeitern sind es mittlerweile deutlich mehr im Ausland. In der Schweiz sind wir ungefähr 2000 in der Schweiz. Aber wir verarbeiten 2 Milliarden Kilogramm Milch und 1 Milliarde davon in der Schweiz. Das heißt, wenn man das auf Tage runterrechnet, müssen sehr viele Kühe sehr viel arbeiten, damit wir die Milch haben, die wir verarbeiten können zu den Produkten, die Sie gerade gesehen haben. Wir vertreiben das weltweit. Für die IT muss ich jetzt sagen, für die ich jetzt hier stehe, wir sind nur für die Schweiz zuständig. Wir interagieren international. Wir haben auch Kontakt zu unseren internationalen Kollegen. Aber die Emmi Schweiz als Gesellschaft hat ihre eigene IT und für die sind wir verantwortlich. Und das, was ich jetzt vorstelle, bezieht sich auch eigentlich nur auf die Emmi Schweiz. Vielleicht kurz auch noch zur Strategie, die die Emmi verfolgt. Wir haben eigentlich 3 Hauptpunkte, die wir da oben sehen. Einerseits ein starker Heimatmarkt. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir hier in der Schweiz aktiv sind, dass wir das auch weiter treiben. Wachsen können wir hier kaum noch. Es ist ein sehr saturierter Markt, aber wir wollen unsere Marktposition halten und wo es immer auch geht, zumindest probieren auszubauen. Wachstum im Ausland habe ich eben schon erwähnt. Wir haben sehr viele Marken mittlerweile im Ausland, exportieren auch sehr stark ins Ausland in über 60 Länder. Und produzieren dort auch aktiv Milchprodukte, vor allem Premium-Produkte und, wie man es da unten sieht, auch Nischen- und Dessertprodukte sehr stark im Ausland. Und der dritte Punkt, Kostenmanagement, das ist der Punkt, wo wir als IT auch immer wieder herangezogen werden. Ist natürlich auch ein sehr starker Faktor, wenn man im Markt vielleicht nicht mehr ganz so stark wachsen will, ist natürlich das Kostenmanagement, Kostenreduktion, Automation ein großes Thema. Das müssen wir aus der Enterprise-Architektur auch immer verfolgen. Man sieht die Projekte darunter, sind auch sehr viele IT-Projekte da drin, wo wir dann sagen müssen, wie können wir das eigentlich besser machen. Und diese Strategien, die wir da sehen, die betreffen uns sehr stark und generell ist die Enterprise-Architektur auch dadurch geprägt. Vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs zur Emmi IT hier in der Schweiz. Wir sind ein Volldienstleister, also das sind alle unsere Teams, die wir eigentlich haben. Und wir machen wirklich von der Logistikproduktion Spezialsysteme, wo wir auch von Technikern dann vor Ort unterstützt werden, die Maschinen dann betreiben. Aber wir betreiben die Lösungen, die dann zum Beispiel die übergeordneten Logistiksysteme zusammenführen oder auch die Produktionssysteme, die Daten zum Beispiel aus einem ERP weitergeben, die Auftragsdaten an die Maschinen. Das machen wir. Wir machen Collaboration, wir machen Analytics. Wir machen aber auch den ganzen Infrastrukturteil. Wir haben 2 Rechenzentren, betreiben auch diverse Cloud-Plattformen und bieten eigentlich von den kleinen, vom Handscanner, den wir in der Produktion einsetzen, bis zum Server, den wir irgendwie bei uns im Rechenzentrum stehen, haben wir eigentlich alles im Portfolio. Dazu, das ist der Teil, wo wir hier unten sind, haben wir auch die Architektur bei uns, die Enterprise-Architektur, die wir im Demands and Services betreuen. Das heißt, wir sind eigentlich als Dienstleister treten wir auf gegenüber dem Business
und vertreten die IT-Sicht dort, probieren aber auch die Business-Sicht vor allem bei uns mit einzubeziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Architektur ist häufig in der IT angesiedelt. Das heißt aber nicht, dass wir reine ITler sind. Wir sehen uns vor allem als Brücke zwischen der IT und dem Business, weil wir müssen eigentlich das aufnehmen, was das Business will und müssen dann probieren, das möglichst gut umzusetzen, und das ist unsere Zielsetzung. Von den Zahlen hier noch ein paar mehr Zahlen. Relativ sensibel der Drücker hier, Entschuldigung. Wir haben ungefähr 115 Fachapplikationen. Im Shopfloor-Bereich haben wir nochmal 200 Applikationen mehr. Fachapplikationen werden auch durch die Fachbereiche betreut. Da stellen wir nur die Infrastruktur. Wir stellen aber auch 15 Kernapplikationen, wie zum Beispiel unser ERP-System, unsere MicroStrategy Data Warehouse-Lösung oder auch zum Beispiel die SharePoint-Plattform, die wir betreiben und betreuen aus der IT heraus. Von den Nutzerzahlen her, das sind 5000 Nutzerkonten. Wie gesagt, sind ungefähr 2200 physische Nutzer, die wir in der Schweiz haben. Aber es gibt deutlich mehr Konten und wir verwalten von der Hardware her ungefähr 1500 Server. Ich glaube, die Zahl ist nochmal deutlich größer. Später 2500 auf meinen Folien stehen. Also virtuelle Server sind das wohlgemerkt. Aber es ist sehr, sehr viel und das wird auch im Bereich IoT, Netzwerkanschlüsse, die wir unten sehen, die Zahl wird in den nächsten Jahren explodieren. Also wir haben genug zu tun in der IT und müssen das ein bisschen durch die Architektur auch abfedern. Womit ich eigentlich zum Kern meiner Präsentation komme. Die Enterprise-Architektur möchte hier eigentlich Sachen zusammenbringen. Wir möchten eigentlich, wie ich schon gesagt habe, zwischen Business und IT vermitteln. Wir sehen uns als Brückenfunktion und dafür müssen wir auch Daten zusammenbringen. Wir müssen Daten integrieren und das ist ganz wichtig, damit wir die gemeinsamen Ziele erreichen. Und in meinem Vortrag heute möchte ich einmal vorstellen, wie wir von der Problemstellung, von den Herausforderungen, die wir da haben, also was heißt das genau, diese Daten zur Verfügung zu stellen, was für Daten braucht man auch, über das Vorgehen, was wir jetzt gewählt haben, in unserem Fall mit Ardo IT zusammen, wie wir das gemacht haben, wie wir es angegangen sind und dann auf die Ergebnisse, die wir jetzt erzielt haben. Ich bin jetzt seit 3 Jahren in der EMI, seitdem haben wir Ardo IT eingeführt, das war eins meiner ersten Projekte, was ich gemacht habe. Und in den 3 Jahren ist einiges passiert, wir sind immer noch auf dem Weg, aber wir probieren die Enterprise-Architektur tiefer zu verankern und das möchte ich Ihnen heute präsentieren. Die Problemstellung ist eigentlich die wir hier links sehen. Es gibt diverse Daten, die wir in verschiedenen Silos haben. Wir haben zum Beispiel aus der Architektur an der CMDB, Server, Datenbanken, das Bild, was ich gerade hatte. Da haben wir eine eigene CMDB für, da sind Daten noch und nöcher da, wie viele CPUs wir in welchem Server drin haben, wie viel dort genutzt wird, was dort vorhanden ist, ob der Server läuft oder nicht. Da haben wir Monitoring-Tools für. Die Frage ist, was brauchen wir in der Enterprise-Architektur davon? Auf der anderen Seite haben wir Prozesse, wir haben eine BPM-Plattform, wo Prozesse, die wir jetzt heute Morgen zum Beispiel auch gesehen haben, bis auf Stufe 5 runter, glaube ich, werden ähnlich, ich glaube, wir kommen nur bis auf 4, aber ein ähnliches Modell, was wir damals auch bei unserem ERP-System bei der Einführung gewählt haben, haben wir auch sehr gut dokumentiert, aber auch dort wieder, wie verknüpfen wir das, was brauchen wir in der Enterprise-Architektur, um das zusammenzubringen. Dann haben wir auch die Unternehmensstrukturen oder auch die Unternehmensstrategie, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Solche Sachen treiben uns um. Und rechts haben wir das eigentlich probiert, in Modell oder in unserem EMI-spezifischen Modell zusammenzubringen, wie stehen eigentlich die verschiedenen Ebenen zusammen. Wir haben eine Geschäftsarchitektur, Applikationsarchitektur, Technologiearchitektur, wie man das aus der Enterprise-Architektur eigentlich kennt. Was wir jetzt hier so ein bisschen speziell haben, ist die Technikarchitektur hier unten noch, weil wir Produktion haben. Das heißt, wir haben relativ viele Maschinen. Ich habe es vorhin erwähnt, IoT wird bei uns immer wichtiger. Und wir haben gesagt, das müssen wir auch irgendwie unterbringen, weil diese Maschinen laufen meistens nicht auf virtuellen Servern. Die laufen vor Ort, die müssen schnell sein, die müssen reagieren. Die Reaktionszeiten, sagt mir unser Technikteam immer, das kriegt ihr nie im Leben hin. Mit euren Netzwerkanschlüssen kriegt ihr das nicht hin, mit euren sonst was nicht hin. Die takten einfach schneller. Aber auch die werden immer technischer und müssen auch gemanagt werden. Also die müssen auch einem Lifecycle unterzogen werden. Die haben auch Verbindungen zu Servern, die liefern auch Daten. Deswegen haben wir das mit einbezogen. Und für diese Bereiche haben wir ganz unterschiedliche Datenquellen. Wir haben hier unten zum Beispiel das Active Directory, wo unsere User herkommen. Die 2200 User, die sind irgendwo verwaltet. Von denen kennen wir Name, Standort, Telefonnummer etc. Können wir nutzen die Daten. Wir haben mit ServiceNow und dem SCOM haben wir im Technikbereich haben wir unsere Server, wie ich eben gesagt habe. Wir wissen CPU, wir wissen, welche SQL-Server-Version wo drauf läuft, welcher Linux-Server wo vorhanden ist und so weiter.
Wir wissen, was die da sind, was sie machen, ist eine andere Sache, aber wir wissen, dass sie da sind. Dann haben wir noch ganz diverse Excels, die da rumschwirren. Wir haben Standort-Excel, Organisations-Excel. Das wird bei uns in Excel geführt. Welche Standorte haben wir jetzt? Ich habe am Anfang erwähnt, wir wachsen im Ausland. Wir kaufen eigentlich in den letzten Jahren, als ich dabei war, waren es meistens 2 bis 3 Gesellschaften, die teilweise 4 bis 5 Standorte hatten. Also das Excel wächst kontinuierlich, aber es wächst und das wird einfach als Excel geführt. Es gibt keine Stammdaten dafür bei uns in den Systemen, weil wir verteilt sind. Außerdem haben wir auch Geschäftsprozesse, die WPM-Plattform. Das ist auch eine SharePoint-Seite, wo wir Visios abgelegt haben. Das haben wir leider noch nicht in Adonis. Wir sind dran, das zu überlegen und zu machen, aber das haben wir noch nicht so verwaltet. Von daher, die haben wir auch als Excel-Export, können wir die ziehen. Bei den Maschinen da unten habe ich auch von IP-Adressen über Excel-Namen, über Instandhaltungstools haben wir auch diverse Excels, die zur Verfügung stehen. Wir haben ganz viele Daten. Was unser Ziel eigentlich war, wir wollen diese Daten oder die relevanten Daten davon, wollen wir in AdoIT zusammenbringen. In AdoIT selber, deswegen habe ich es hier in die Mitte gestellt, machen wir die Applikationsarchitektur. Das heißt, dort pflegen und verwalten wir die Daten für unsere Applikation. Die kommen nicht aus der CMDB oder sonst woher, sondern die werden dort manuell von uns gepflegt und verknüpft. Und diese Problemstellung probiere ich jetzt eigentlich so ein bisschen zu erörtern, wie wir das angegangen sind, um das vernünftig und möglichst pragmatisch zu lösen. Weil das ist auch immer eine große Prämisse bei uns. Wir sind noch nicht so ganz weit, dass wir sagen, wir können alles automatisieren, aber wir probieren erstmal einen pragmatischen Ansatz und gucken dann, wie es verhebt. Und das sind wir eigentlich in den letzten 3 Jahren gut gefahren mit. Genau. Hier einfach noch mal ein paar Zahlen zu wirken lassen. Ich habe sie alle, glaube ich, schon mal runtergerattert, aber diese Daten, die sind irgendwo von den 4.000 Datenbanken, von den 6.500 Nutzern, von den 500 Geschäftsprozessen. Und die Frage ist halt wirklich, welche Quellenformate liegen vor? Ich habe es eben schon mal so ein bisschen aufgezeigt. Und was will man manuell verknüpfen, was will man automatisch verknüpfen? Und hier rechts sehen wir übrigens, nachdem wir hier vorne im Hintergrund die Grundstoffe für unsere Joghurts gesehen haben, das sind Fruchtgrundstoffe, die bei uns in der Fabrik rumstehen, ist das eine Maschine, wo die zusammengemischt werden für Testzwecke, um zum Beispiel Joghurts zu produzieren. Also wir mixen das jetzt irgendwie alles zusammen und gucken, was rauskommt. So sieht die Maschine von außen übrigens aus, wo die ganzen Rohre dann zusammenlaufen. Das Erste, was wir gemacht haben, wir müssen uns eigentlich erstmal überlegen, was wollen wir in der Enterprise-Architektur erreichen. Also wir sind viele Herren Diener, wir haben irgendwie aus dem Business Anforderungen, wir haben aus der IT Anforderungen. Wir haben es für uns mal probiert zu formulieren als unseren Zielsetzung, als unseren Leitsatz. Ich lese es kurz vor, steht da links vor der Maschine, ist der hier Hintergrund vielleicht nicht ganz so toll. Wir unterstützen alle Emmi-Mitarbeiter, Fachbereiche und IT, war uns wichtig, weil wir in der IT angesiedelt sind, aber wir sehen uns genauso für die Fachbereiche verantwortlich bei der Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette durch IT-Lösungen im Einklang mit den Unternehmenszielen. Das Bild von ganz am Anfang wieder haben. Wir haben Unternehmensziele, wir haben eine Strategie, die dort ist. Wir haben aber auch eine Wertschöpfungskette, die Prozesse, die da mitwirken, die IT-Lösung. Also eigentlich ist unser Ziel, irgendwie die ganze Klaviatur hoch und runter zu spielen. Und als Aufgabe sehen wir dort eigentlich jeweils die Dokumentation und Modellierung der verschiedenen Bereiche. Also wenn jemand von uns ein Modell will, wie seine Applikation in der IT-Landschaft aussieht, erstellen wir ihm das, was für Geschäftsprozesse es unterstützt, welche Schnittstellen das Modell hat, etc. Wir sind aber auch sehr stark, da haben wir uns in den letzten Jahren mehr drauf verlegt, in der Beratung und Planung tätig. Das heißt, wir unterstützen bei Projekten, Requirements Engineering und übertragen das dann auch wieder in das Tool, gucken, dass wir auf Basis der Tooldaten dann das Ganze bereitstellen können. Und das ist jetzt eine zukünftige Planung noch, Bewertung und Prüfung, dass wir auch sagen können, hey, wie steht eigentlich deine Applikation da? Werden alle Prozesse unterstützt oder haben wir vielleicht auch blinde Flecken? Und genau das sind die Problemstellungen, die uns da auch wieder umtreiben, dass wir gesagt haben, hey, da müssen wir was tun, dass wir Daten haben dafür. Und diese Abhängigkeiten, diese ganzen Leitungen, die man jetzt hier rechts sieht, diese ganzen Leitungen, die durch das Unternehmen fließen, da muss man sich halt erstmal überlegen, was brauchen wir davon? Was wollen wir wirklich haben? Und dann, wenn man weiß, was man braucht, also ich habe es vorhin als Beispiel erwähnt, dass wir zum Beispiel diese Exits im Instandhaltungsbereich haben. Wir müssen unsere Maschine instand halten. Dafür müssen wir wissen, welche Ersatzteile gehören zu welcher Maschine. Dafür gibt es eine Struktur. Haben wir gesagt, wir müssen die nicht neu erfinden, die können wir nutzen. Es gibt zwar auch andere Modelle dafür, dass man das auch strukturierter aufnehmen kann, aber da die Daten da waren, haben wir gesagt, die können wir nutzen. Und danach muss man ja erstmal gucken mit dem Owner, macht das Sinn? Also können wir die wirklich nutzen? Haben dort zum Beispiel festgestellt, wir haben unterschiedliche Standorte und die Standorte haben die Strukturen unterschiedlich gebaut. Das heißt, bei der einen waren Maschinen auf einer höheren Ebene,
Bei der anderen war es sehr viel feingranularer, dass ich bis zum Fahrradständer runter gucken konnte auf dem Werksgelände, wenn der instand gehalten werden muss. Und da mussten wir erstmal gewisse Abstriche machen, aber da war es ganz wichtig, mit den Ownern zu sprechen. Und was für uns auch ganz wichtig war, was wir auch immer wieder probiert haben, mit ihnen erstmal zu gucken, gibt es einen Mehrwert, wenn wir das verknüpfen, oder besteht gar kein Mehrwert? Beziehungsweise können wir ihnen auch wieder einen Mehrwert zurückgeben, können wir ihnen wieder Daten zurückgeben, die sie vielleicht brauchen, denen ihm was liefert. Und das ist immer wieder eine spannende Diskussion, die ich aber auch sehr, sehr hilfreich finde, dass man erstmal guckt, welche Daten brauchst und welchen Mehrwert können wir generieren. Wir haben bei manchen Sachen auch gesagt, das lassen wir sein, weil wir generieren keinen Mehrwert. Wir könnten jetzt bis auf IP-Adresse runter die Maschine irgendwie dokumentieren, aber wenn die IP-Adressen dynamisch vergeben werden, sind die 5 Minuten aktuell und das bringt uns nichts, wenn wir das manuell verknüpfen müssen. Und von daher, wenn man die Diskussionen führt und im Unternehmen guckt, welche Daten man vielleicht benötigt, welche Daten sinnvoll sind, sollte man auch immer gucken, was kann der andere davon profitieren, was sind die Verknüpfungen. Wir haben die Wolke oben drüber gesehen bei der Enterprise-Architektur ganz am Anfang. Und das ist wirklich der dann irgendwie diese Baumwipfel verknüpft untereinander und probiert da draußen Sinn zu machen. Und diese Verknüpfung oder diese Sinngebung kann den anderen auch wieder zurückgespielt werden und helfen. Das können auch nur kleine Bereiche sein, dass man zurückspielt. Die Applikation hat einen bestimmten Owner. Das ist zum Beispiel für unsere IT ganz wichtig. Die wissen meistens, wer das IT-System aufgesetzt hat, wer den Server aufgesetzt hat und hostet. Aber sie wissen nicht, wer die Applikationen da drauf laufen und wer der Business Owner davon ist. Und das können wir ihnen aus Ardo IT zum Beispiel zurückliefern. Aber diese Abhängigkeiten zu analysieren, das hat uns auch eine gewisse Zeit gekostet. Und danach mussten wir auch immer gucken, wie können wir das weitertreiben. Von da möchte ich eigentlich in die Implementierung gehen, damit wir es ein bisschen konkreter besprechen können. Wir haben Ardo IT hier ins Zentrum gesetzt und was für uns bei Ardo IT ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir eine sehr gute Datenkonnektivität haben. Ich habe da oben links mal die technischen Standards aufgeschrieben. Es gibt Standard-Interfaces. Das Active Directory konnten wir eigentlich out of the box anbinden. Das ging über eine LDAP-Verbindung, wenn man das jetzt technisch beschreiben will. Excel, XML-Imports haben wir auch gefahren. Das war auch kein Problem, dass man zum Beispiel die Stammdaten von unseren Standorten einmal jährlich hochlädt. Oder es gibt auch die REST-API, die wir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen stärker genutzt haben, gerade für die dynamischen Daten. Jetzt haben wir hier links unser Modell, was ich vorhin gezeigt habe. Jetzt will ich nach und nach zeigen, welche Daten wir integriert haben, warum wir sie integriert haben und wie wir sie dann auch wieder verknüpft haben. Weil die Daten nur zusammen in einen Topf schmeißen, sei es egal, ob in die eine oder andere Richtung, war relativ sinnlos, wenn man nicht noch eine Verknüpfung durchgeführt hat. Und da muss man auch wieder immer situativ gucken, wofür findet die Verknüpfung statt. Als erstes haben wir im Zentrum Ardo IT. Da pflegen wir von den Daten her alle Applikationen und Schnittstellen. Die pflegen wir dann noch manuell. Wir sind daran, das in unseren RFC-Prozess einzupflegen. Das heißt, wenn eine neue Applikation irgendwie im Entstehen ist, wenn ein Request for Change gestellt worden ist, dass eine neue Applikation eingeführt werden soll, sollten wir das zukünftig mitbekommen. Dann nehmen wir die auf und gehen den Lifecycle eigentlich durch. Das funktioniert auch nicht ganz so, aber wir schaffen das eigentlich immer besser, das nachzudokumentieren und festzustellen, wenn irgendwas Neues gekommen ist. Außerdem haben wir dort auch die Schnittstellen. Das sind jetzt nicht nur die technischen Schnittstellen, wo unser Schnittstellenintegrationsteam mit SAP PO Schnittstellen baut, sondern das sind auch Schnittstellen, wo man Daten von A nach B überträgt. Das kann Excel sein, das kann ein manueller Export sein. Das ist aber auch wichtig für uns zu sehen, wie fließen eigentlich die Daten. Also wir geben zum Beispiel unsere Preise über ein Excel weiter aus einem Pricing-Tool. Das machen wir so, wenn eine Schnittstelle zu aufwendig wäre, weil es jeweils ein Wert ist, den man relativ einfach übertragen kann. Außerdem haben wir dort auch dann drin, welche Daten übertragen werden. Also nicht nur, ich jetzt hier im Fall zum Beispiel die Preisinformationen und wir pflegen hier auch den Business-Verantwortlichen. Das heißt, wir nehmen eigentlich auf, welche Person ist für die Applikation zuständig. Für unsere Kernapplikationen wissen wir das natürlich, da sind wir selber, da wissen wir es sehr genau. Aber gerade Business ist es teilweise recht schwierig bei uns zu packen, wer will sich jetzt den Hut aufsetzen, eine Applikation einzuführen und dann zu betreiben, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das wird manchmal ein bisschen übersehen. Genau, deswegen war auch eine der ersten Sachen, die wir eingeführt haben, dass wir das Active Directory angebunden haben. Das heißt, wir haben alle unsere Nutzer drin und können damit auch das Ganze so ein bisschen lifecyclen, weil wir kriegen mit über die Schnittstelle, wenn zum Beispiel ein Nutzer ausgetreten ist, sehen wir, okay, ehemalige Nutzer und können dann prüfen für die Nutzer, wie geht das weiter? Welche Person ersetzt die Person dann zum Beispiel später? Das ist der einfache Schnitt. Wenn jemand geht aus dem Unternehmen, kriegt man es meistens noch mit. Wenn jemand intern die Position wechselt, ist es relativ kompliziert. Deswegen haben wir da natürlich auch Quality-Checks mit den jeweiligen Fachbereichen. Aber wir haben zumindest die Daten schon mal, die wir da einbinden können.
Das Zweite, was wir eigentlich eingebunden haben, in unterschiedlicher Reihenfolge waren die Prozesse, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich alle Prozesse erstmal aufnehmen. Und da haben wir so ein bisschen das Problem gehabt, wir haben eigentlich nur die Prozesse aus unserer ERP-Einführung gehabt. Das heißt, die waren sehr auf das ERP-System konzentriert, sind es auch immer noch. Wir haben noch nicht so wirklich eine Weiterentwicklung. Von daher, die ganzen Vorträge, die ich heute Morgen gehört habe, sind super. Ich würde mir wünschen, dass wir sowas auch weitermachen und weiter betreiben, dass wir auch weitere Prozesse aufnehmen und nicht beim ERP-System stehen bleiben. Weil wir haben so viele andere Applikationen, die adjunkte Prozesse und anliegende Prozesse und alles haben. Und die haben wir teilweise nicht dokumentiert. Aber es wäre sehr viel besser zu wissen, okay, die Prozesse unterstützen wir mit dem Tool und die Prozesse unterstützen wir mit jedem Tool. Standorte haben wir auch importiert, genauso wie Gesellschaften und Partner. Das teilweise auch, um zum Beispiel bei M&As zu sagen, okay, müssen wir jetzt einen bestimmten Carve-out machen, welche Applikationen sind betroffen, wenn jetzt eine Gesellschaft hinzugenommen wird oder verkauft wird, was passiert da? Produkte haben wir auch aufgenommen. Die ursprüngliche, ein bisschen zu idealistische Idee war, wir können für die Produkte auch die Applikationen zuordnen. Bestimmte Käse zum Beispiel brauchen Reifungsprozesse bzw. Maschinen, die zu verbinden. Das haben wir noch nicht ganz geschafft, aber die Produkte haben wir drin. ADOIT, wie gesagt, ist so unser Werkzeug als Architekten. Operativ arbeiten wir in der IT mit ServiceNow. Da ist auch unsere CMDB vorhanden. Und dort ist eigentlich alles, was PCs, Server, Datenbank und technische Ownership. Also wir wissen, wer welcher PC gehört, wer welchen PC beantragt hat, wir wissen, wie der läuft etc. Das haben wir sehr, sehr gut automatisiert von Seiten IT. Also unsere Monitoring-Tools sind da überall. Sobald irgendein Server zu viel hat, ich habe es in den letzten Wochen selber gemerkt, zu viel Speicher braucht, kriegt man sofort eine Mail vom Administrator, dass man noch bitte gucken soll, dass der Speicherverbrauch wieder runtergeht oder den Speicher erhöhen lassen per Change. Das Tool kann wirklich alles und der CMDB fließt immer mehr ein. Ich habe jetzt gerade gestern erst erfahren, dass wir sogar irgendwie USB-Ports, die man physisch an virtuelle Server anhängen kann. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber solche Digiboxen, wie man das nennt, dass wir die jetzt auch manuell eingepflegt haben, weil wir davon 16 Stück irgendwie in der gesamten EMI haben. Muss man zum Beispiel haben, wenn man Dongles, also physische Dongles für die Lizenzierung von Produkten nutzen will. Die sind dort drin erfasst und wir könnten theoretisch jetzt sagen, welcher Server so ein Dongle nutzt und haben das mit ADOIT verbunden über eine REST-API, dass wir die Applikation runterschreiben, dass wir auch sagen können, wenn die Applikation mal nicht mehr genutzt wird, kann auch zum Beispiel dieser Dongle weg und kann der Server auch gegebenenfalls dann davon abgekoppelt werden, beziehungsweise wenn der Dongle entfernt wird, hat die Applikation ein Problem, ist eigentlich auch die andere Sichtweise da drauf. Und die Verbindung zwischen den Applikationen und Servern und Datenbanken, die machen wir in ServiceNow. Also wir schreiben die Applikation gerade aus ADOIT runter. Da gibt dann auch der Business Owner mit und Informationen mit der Beschreibung. Und dann verknüpfen wir innerhalb von ServiceNow diese Informationen. Wir schreiben das dann noch nicht zurück. Jetzt der Fall zurück ist schon gemacht. Das planen wir noch. Gerade machen wir das noch nicht, aber wir wollen dann auch langfristig eigentlich den Business-Usern zurückgeben, hey, deine Applikation läuft auf Server XY. Du kannst das auch selber nachverfolgen, weil gerade weiß das kein Mensch. Also die Business-User wissen, dass ihre Applikation läuft, aber wo die läuft, wie die läuft, müssen sie jedes Mal uns fragen. Und das probieren wir jetzt eigentlich dann auch wieder, die Informationen zurückzuspielen. Und die REST API, die bearbeiten wir gerade, weil wir technisch auf eine andere Technologie sind, aber seit einem Jahr machen wir das eigentlich recht erfolgreich und müssen eigentlich nur den manuellen Prozess da unten eintragen, was wir machen. Zu den Ergebnissen zu kommen. Einerseits die Integration. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir dort genutzt haben jetzt mit Excel und REST, was wir eigentlich sehr gut bedient. Wir müssen auch überlegen, ob wir noch weitere Sachen per REST anbinden können, dass eine relativ generische Schnittstelle ist. Und was wir uns immer überlegt haben, ist wirklich die Persistenz der Daten. Wie stark gehen wir eigentlich darauf ein, dass sich Daten verändern. Bei den Standorten und Produkten und so weiter haben wir eigentlich gesagt, einmal pro Jahr reicht ein Excel-Import. Da müssen wir jetzt keine REST-Schnittstelle machen, die das täglich synchronisiert. Aber bei unseren Servern und Datenbanken, also ich glaube, wir Lifecyclen von den 2500 Servern, die ich vorhin gesagt habe, 20 bis 30% pro Jahr. Also das sind schon einige Server, da ändert sich eigentlich täglich was. Und da müssen wir also auch aktuelle Daten hinführen und wegführen. Und die Verknüpfung der Daten, ich weiß nicht, wer von Ihnen mit ADOIT schon gearbeitet hat, ist auch sehr, sehr einfach. Man kann das sehr, sehr schnell machen. Das war für uns auch ein Vorteil, dass wir zum Beispiel sagen können, hey, Business-User verbunden etc., das können wir super machen. Und auch die Bereitstellung, wieder die andere Richtung zurück. Ich habe ja gesagt, das ist ein Geben und Nehmen.
Die Bereitstellung ist auch sehr einfach. Wenn ich jetzt wenn mich irgendjemand anfragt, kann ich ihm direkt ein Modell schicken, einen Link zum Modell, das er in ArduIT aufmachen kann, oder ich kann ihm per Excel oder REST auch die Daten direkt zur Verfügung stellen. Weil es in vielen Fällen gab, wo wir gesagt haben, hey, ich brauche alle Fachapplikationen inklusive Owner etc., ist das bereitgestellt worden. Auch der REST-Prozess mit dem Create, Change und Delete-Prozess ging super. Und wir haben das jetzt optional noch mit einer Middleware getrackt. Also wir hatten DataStage von IBM im Einsatz für die Schnittstelle jetzt aktuell und werden da zukünftig direkt das ServiceNow-Produkt einsetzen für die REST-API. Aber das ist auch möglich. Also das ging eigentlich wunderbar, dass wir auch gesehen haben, hey, die Schnittstelle ist stillgestanden, was können wir machen, was müssen wir machen. Die Erkenntnisse aus den Daten, die wir ziehen konnten oder ziehen, sieht man hier so ein bisschen. Wir sind noch nicht bei allen Sachen so weit, dass wir jetzt da automatisierte Prozesse haben, aber wir konnten unsere Vollständigkeit eigentlich deutlich erhöhen. Wir konnten merken, da gibt es Server, denen ist keine Applikation zugeordnet. Und dann mussten wir sagen, okay, gibt es jetzt die Applikation nicht mehr oder fehlt uns noch irgendeine Applikation? Und so haben wir sehr, sehr viele neue Applikationen eigentlich entdeckt, die wir vorher nicht dokumentiert haben, die aber auch relevant waren, dass man festgestellt hat, okay, wenn man das Gesamtbild auch gerade von den Prozessen und der Unternehmensstrategie vervollständigen will, brauchen wir auch diese. Andersrum konnten wir auch für Geschäftsprozesse dann feststellen, welche Geschäftsprozesse haben eigentlich keine Applikationen. Da müssen wir uns auch fragen, wie hoch ist da der Automatisierungsgrad, was habe ich hier für Probleme? Stimmt das? Muss ich danach fragen, ist das vielleicht ein Potenzial, was man in Zukunft sehen kann, um dort mit Applikationen besser zu unterstützen? Und auch das Lifecycling, also wir hatten auch einige Fälle, da waren die Server abgeschaltet und offiziell liefen die Applikationen noch, was ja nicht sein kann. Das kriegen wir jetzt auch immer besser in den Griff, dass wir eigentlich sagen können, hey, die Applikation sollte eigentlich vor 3 Monaten stillgelegt worden sein. Der Server läuft immer noch. Passt das nicht? 3 Monate ist meistens auch okay, weil das ist unsere Datenaufbewahrungsfristen, die wir standardmäßig haben. Aber wenn der über 3 Monate hinausläuft, frage ich dann schon mal nach und sage, hey, der Server läuft noch. Habe ich irgendwas verpasst? Ist der Change doch nicht so gelaufen, wie er sein sollte? Betreibt es noch weiter? Müssen wir es auch wissen. Und mit ArduIT hat es uns eigentlich sehr gut jetzt geklappt, dass wir viele dieser Fragen beantworten können. Wir müssen noch viel besser werden, das ist uns auch bewusst. Wir haben dann noch einige Baustellen, gerade in der Datenqualität, wo wir sagen müssen, okay, haben wir hier einen Mehrwert, wenn wir das verbinden und können wir da mehr rausziehen? Wir denken, wir können es. Wir müssen aber das Business noch so ein bisschen überzeugen, dass da wirklich Anwendungsfälle sind. Und wir wollen natürlich auch diese Daten besser bereitstellen. Wir haben sie mittlerweile im Intranet zur Verfügung, dass jeder da draufklicken kann und per Reader-Account dann sich durch die Modelle durchklicken kann. Ist zwar noch nicht so ganz publik, dass die Leute das jetzt auch täglich nutzen, aber wir hoffen, dass es mehr genutzt wird, dass die Leute dann auch einen Vorteil sehen und dann auch ihre eigenen Sachen und Informationen eigentlich dann bereitstellen können. Genau, damit möchte ich schließen und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.